Willkommen zu einer neuen Episode von Showtime. Heute präsentiere ich euch den Anime-Charakter aus dem One Piece-Universum, Zoro. Hallo zusammen. Nach dem Riesenprojekt von letztes Mal dachte ich mir, ich mache mal wieder was Leichteres. Und deswegen habe ich mir den Anime-Charakter Zoro zur Brust genommen. Falls ihr Zoro nicht kennt, eigentlich müsstet ihr ihn kennen. Nach der Live-Action-Serie auf Netflix müssten ihn die meisten eigentlich kennen. Auf alle Fälle, Zoro ist ein Mitglied von Ruffy aus dem One Piece-Universum. Das sind diese beiden hier. Apropos Ruffy, den habe ich auch schon gemacht. Ich verlinke euch hier mal das Video, falls ihr den noch nicht gesehen habt und das nachholen wollt. Mein Ziel ist es eigentlich für meine private Sammlung, alle Mitglieder von Ruffys Crew zusammen zu haben. Daher habe ich mich entschieden, die Base, die ihr gerade seht, genauso wie die Base von Ruffy zu machen, sodass man, wenn man die Statuen nebeneinander stehen hat, ein schönes Diorama entsteht. Auch diese Base ist sehr einfach. Also ich habe 4 Grautöne, glaube ich, genommen. Habe mit dem dunkelsten angefangen, vollflächig gebrusht. Bin dann stufenweise vom dunkelsten Grau zum hellsten Grau gegangen. Und habe bei jeder Stufe immer weniger gebrusht. Und ganz zum Schluss habe ich dann Braun genommen. So wie bei Ruffy auch, damit das alles so ein bisschen auch dreckiger aussieht, worauf die drauf laufen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe alle Farben, die ich verwendet habe, mal reingeschrieben, weil das Aussprechen ist echt eine Katastrophe. Also keine Ahnung, wer sich die Namen ausgedacht hat, aber da sind manchmal Namen bei absoluter Zungenbrecher, würde ich sagen. Oder wie seht ihr das? Ihr seht gerade hier, wie ich alle Teile mit Weiß airbrushe, damit, wenn wir sie danach bemalen, die Farben besser zur Geltung kommen. Einfach auch poppiger sind. Diese Version von Zoro hat 2 Anzüge. Ich konnte mich anfangs echt nicht entscheiden, ob ich den grauen Anzug nehme oder dann eher den grünen. Hab mich für Letzteres entschieden, weil grün ist eben seine Farbe, da hatte ich irgendwie, keine Ahnung, mehr Bock drauf. Schwarz-grau ist einfach zu langweilig. Ich habe angefangen mit einem Medium-Grün seinen kompletten Anzug dann zu bemalen. Ich habe stellenweise immer noch so ein bisschen Schwarz übrig gelassen. Das bringt dann später eine bessere Schattierung zum Vorschein. Hier seht ihr nochmal die Ärmel, die habe ich genauso gemacht. Und hier habe ich nochmal ein helleres Grün verwendet, damit es ein Unterschied zu seinem Anzug entsteht. Sein Gürtel, ich glaube, das ist ein Gürtel oder was soll das sein? Das habe ich in Rot gemacht. Da habe ich das Citadel Red Ball dafür verwendet. Vollflächig drauf. Wenn ihr darauf geachtet habt, als ihr das Weiß geairbrushed habt, genug Schattierung noch übrig zu lassen, also das Weiß nie komplett drauf voll klatschen, dann seht ihr nach dem ersten Besprühen vom Rot beziehungsweise auch vom Grün schon echte gute Strukturen drin in der Bemalung. Oberkörper und Kopf habe ich dann mit einem violetten Rot erstmal komplett voll besprüht. Das ergibt dann später, wenn man den Hautton komplett fertig hat, so einen leicht rötlichen Touch, den wir Menschen ja eigentlich auch auf der Haut immer hier und da haben.
Danach habe ich den Anzug mit dunklem Grün geairbrushed, aber nur dort, wo die Schattierungen sind. Das gleiche habe ich beim Rot auch gemacht. Ich weiß nicht, ob man das ganz gut erkennen kann auf der Aufnahme, aber überall so ein bisschen dunkleres Rot rein, gibt einfach mehr Strukturen. Die Hose habe ich tatsächlich mit einem schwarz-grau bemalt, also ziemlich dunkles Grau. Da müsst ihr auf nichts achten. Das habe ich einfach vollflächig bemalt damit. Bei den Stiefeln wollte ich eine Lederoptik haben. Dafür habe ich 2 verschiedene Ledertöne genommen. Mit dem ersten Lederbraun geht ihr vollflächig drüber und mit dem roten Lederbraun tupft ihr hier und da nur ein bisschen drauf. Aber wirklich wenig und vorsichtig, das darf nicht zu sehr rot werden, sonst sieht das nicht mehr echt aus. Und dann zum Schluss, das habe ich jetzt hier nicht gezeigt, mit Hochglanz versiegeln. Und hier kommen wir schon zum ersten Hautton. Da habe ich von Vallejo das Natural Flash verwendet. Das ist der erste Hautton, den ich dann drauf airbrushe. Die Farbe gibt es aber einzeln nicht zu erwerben, die gibt es nur in Fairy Flash Set zu erwerben. Da sind mehrere Farben drin. Falls ihr Interesse habt, ich verlinke euch das einfach unten in der Videobeschreibung. Wieder zurück zum Thema. Ich besprühe das Ganze von oben nach unten, aber nicht vollflächig. Ich lasse hier und da immer noch ein bisschen von meinem Violett-Red durchscheinen, sage ich mal. Ich verwende mehrere Hauttöne, auch bei dieser Statue. Viele zeige ich hier auch nicht, weil das würde das Video zu lang machen. Ich habe mir sowieso überlegt, dass ich bald mal ein Video mache, wie ich Hauttöne bemale. Und hoffe, dass ich dann näher drauf eingehen kann, so dass das jeder nachmachen kann. Schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr von dieser Idee haltet. Lieber längere Videos, wo ich näher drauf eingehe, oder separate Videos, die ein bisschen kürzer sind und man spezifisch auf manche Sachen eingeht. Ja, beim Kopf habe ich mich erstmal um die Augen gekümmert. Da habe ich die Umrisse der Augen erstmal mit Schwarz gemacht. Das Innere der Augen habe ich dann mit Weiß bemalt. Und die Pupille selber habe ich dann mit Schwarz-Grau gemacht. Die Haare habe ich dann mit einem Goblin-Grün bemalt. Und ganz zum Schluss habe ich dann nochmal hier und da ein paar Feinheiten im Gesicht gemacht. Und somit war der Kopf auch schon fertig. Der Zorro selber hat so eine Aura um sich drumherum. Die habe ich mit diesen 3 Farben bemalt. Ich habe mit der dunkelsten Farbe angefangen, in diesem Fall lila, und habe dann Schritt für Schritt eine hellere Farbe verwendet. Leute, wir sind beim Schluss schon angekommen. Wie immer bedanke ich mich ganz herzlich bei euch und würde mich wirklich über ein Abo und ein Like freuen. Und wenn ihr das Video teilen würdet, würdet ihr mich sehr damit auch unterstützen. Also, bis zum nächsten Mal. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the
be, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go.